Frisch gemachte Maultaschen sind einfach nur lecker mit frisch gewolftem Hähnchenhackfleisch. Die Zutaten und Zubereitung sehen Sie jetzt. 2 Eier mit kaltem Wasser, insgesamt 370 Gramm, in eine Schüssel geben. Anschließend 900 Gramm Weizenmehl Typ 405 zufügen und mit einer Knetmaschine ca. 5 Minuten zu einem festen Teig kneten. Anschließend von Hand kurz durchkneten den Teig. Wenn der Teig am gleichen Tag verwendet werden soll, mindestens 20 Minuten bei Zimmertemperatur in Folie eingewickelt ruhen lassen. In 3 gleiche Stücke teilen, kurz durchkneten und mit Klarsichtfolie einwickeln. Es ist ganz wichtig, der Teig muss sehr fest sein, weil der Teig in der Rührphase weicher und elastischer wird. Den Teig kann man wunderbar vorbereiten und über Nacht im Kühlschrank liegen lassen. Jetzt in Klarsichtfolie einwickeln und beiseite legen. Jetzt bereite ich die Zutaten für die Füllung. 2 große Gemüsezwiebeln schälen und grob zerkleinern. Drei bis 4 Knoblauchzehen schälen. Jetzt 800 Gramm Hähnchen Pollo Fino. Ich verwende die Haut mit. Wer es nicht möchte, kann die Haut gerne abziehen. Mit 2 Gemüsezwiebeln und 3 bis 4 Knoblauchzehen durch den Fleischwolf jagen. Ich verwende dafür die grobe Scheibe. Dadurch bleibt das Hack sehr saftig nach dem Kochen. Die grobe Scheibe verwende ich gerne beim Geflügel, weil das Fleisch zarter und weicher ist im Vergleich zum Rind oder Schwein, und nach dem Vermischen und Kochen behält die Struktur und bleibt saftig. Zu dem Hackfleisch 2 gehäufte Teelöffel Salz, halben Teelöffel schwarzen gemahlenen Pfeffer, halben Teelöffel Oregano, zwei gehäufte Teelöffel Kräuter, frisch gehackte oder tiefgefroren, zufügen. Das Hackfleisch gut durchkneten, mit Folie abdecken und für 10 bis 20 Minuten stehen lassen. Das Hackfleisch kann man bei Bedarf genauso einen Tag vorher zubereiten, abgedeckt im Kühlschrank über Nacht stehen lassen. Die Teigstücke mit reichlich Mehl bestreuen und mit dem Nudelholz ca. 7 mm hoch ausrollen, damit die Nudelmaschine, ich verwende eine Marcato Atlas 150, auf Stufe 0 den Teig greifen kann. Wie gesagt, die 3 Teigstücke mit reichlich Mehl bestreuen, ca. 7 mm hoch ausrollen und aufeinander legen. Jetzt kommt die Nudelmaschine zum Einsatz. Wenn man keine Nudelmaschine hat, kann man es natürlich mit dem Nudelholz ausrollen. Aber mit der Nudelmaschine wird der Teig perfekt gleichmäßig ausgerollt. Ich bestreue den Teig mit reichlich Mehl
und ziehe als erstes auf Stufe 0 durch. Bis auf Stufe 4 ausrollen. Ich bestreue den Teig vor und nach jedem Durchgang. Und nach der Stufe 4 falte ich den Teig übereinander und lege ihn beiseite. Es ist sehr wichtig gewesen, den Teig so hart wie möglich kneten zu lassen, damit man es natürlich dann beim Verarbeiten einfacher hat. Und nach dem Kochen bleibt die Form vom Teig erhalten. Jetzt lege ich den Teig bemehlt zusammen. Da er mit reichlich Mehl bestreut ist und ein fester, dichter Teig ist, wird der Teig nicht zusammenkleben, während er ruht. Es ist natürlich auch ganz wichtig, beim Ausrollen vom Teig nicht zu viel Mehl verwenden. Es muss eine ganz dünne, zarte Schicht Mehl drauf sein. Siehe Bild. Also man kann ein Glas zwischen 6 und 8 cm Durchmesser verwenden. 7 bis 8 cm finde ich am besten. Die Teiglinge ausstechen und auf einem sauberen Küchenhandtuch ablegen. Wenn man reichlich Platz in der Küche hat, am besten 2 oder 3 Handtücher auf dem Tisch ablegen, damit man die Teiglinge nebeneinander gleich auslegen kann. Die Teiglinge mit ca. einem gehäuften Teelöffel Hackfleisch belegen. Sollte der Teig nicht so gut zusammenkleben, es gibt einen kleinen Trick: mit ganz dünnen Wassernebel minimal besprühen, dann klebt der Teig besser zusammen. So, jetzt den Teig übereinander legen und am Rand zusammendrücken und die Enden vom Teigling miteinander verbinden. Es geht viel schneller, wenn die ganze Familie mithilft, dann ist es ratzfatz erledigt. Die Maultaschen kann man sehr gut 2 bis 4 Stunden vor dem Servieren zubereiten und mit dem Handtuch zugedeckt auf dem Tisch liegen lassen. Und wenn die Gäste da sind, schnell das Wasser aufkochen, die Maultaschen im kochenden Wasser 5 Minuten kochen und servieren.
Für die Menge an Maultaschen verwende ich 2 große Töpfe, jeweils 5 bis 6 Liter. Die fülle ich 3/4 voll mit Wasser. Pro Topf nehme ich 3 bis 4 Lorbeerblätter und nach dem Aufkochen so viel Salz zufügen, dass es leicht versalzen schmeckt. Nach dem Aufkochen die Maultaschen in das kochende Wasser legen, dabei immer wieder umrühren, damit die Maultaschen am Boden nicht kleben bleiben und 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Auf Wunsch noch einen frischen Salat dazu machen. Anschließend rasch servieren, da die schnell abkühlen, mit Tafelessig, Pfeffer, gerösteten Zwiebeln garnieren, Schmand oder saure Sahne dazu servieren. Viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!